Einen schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video. Ich glaube, ich kann es euch sagen, wie es ist. Ich glaube, der Dezember ist nicht mein Monat. Ich kam ja jetzt am Wochenende von dem Umbau mit den Delta 4x4-Felgen, das seht ihr hier, und ich habe das Model X Platt getestet. Das war alles super, hat richtig Spaß gemacht. Bin dann von Freiburg nach Hause gefahren, war auch noch alles in Ordnung, und montags früh habe ich gedacht, okay, ihr wisst, wie es ist, das schöne Gimmick, dass ich im Bett liege, schon mal die Heizung anmache vom Tesla und dann steige ich in ein warmes Auto ein. Da habe ich schon gedacht, wo das am Montag war, irgendwie fühlt es sich kalt an hier drin. Und dann auf einmal, Drop, höre ich nur, wie ein lautes Surren draußen kam vom Frank vorne, so ganz laut. Und dann dachte ich, was ist denn jetzt los? Habe ich einen Dieselmotor reingebaut oder was? Und dann war Schluss. Keine Klimatisierung mehr, komplett kalte Luft. Also wir müssen nach dem Intro mal, glaube ich, drüber sprechen. Also bisher bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Y. Der kommt aus China, ist also gerade mal so 3,5 Monate alt, hat 10.000 Kilometer runter. Aber das mit der Klimatisierung kommt zum sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkt. Wir haben jetzt Dienstag, wo ich das Video jetzt drehe, also ihr kriegt das, denke ich mal, heute noch live. Da haben wir jetzt bald die Feiertage vor uns. Wir wollen zu meinen Eltern mal fahren, wir wollen die ganze Verwandtschaft abklappern. Und ohne Klimatisierung 4-5 Stunden im Fahrzeug zu fahren, das ist nicht toll. Und ich meine, haben keine Kinder und so, da geht's noch. Aber was ist bei Leuten, die Kinder haben? Was ist denn da los? Wisst ihr, was ich meine? Und ich habe einen Post gemacht, eine Story gemacht bei mir auf Instagram. Und was meint ihr, wie viele Leute mir dann geschrieben haben, hier André, ich habe auch das Problem, die Karre steht schon 3 Wochen beim Service Center oder 4 Wochen. Da denke ich mir, hä, wieso das? Ich dann alle Leute angerufen, ich habe auch gerade mit Berlin telefoniert, alle Leute angerufen, und da heißt es halt oft, ja, wir haben keine Wärmepumpen da, wir haben kein Material da. Das kann doch nicht sein, wir stellen in Berlin oben die Dinger her und wir haben kein Material hier? Was soll das? Das kann doch echt nicht sein, Leute, ohne Mist. Gerade stellt euch doch mal vor, ihr fahrt mit der Kitties jetzt zu eurer Verwandtschaft und die sitzen alle im Kalten. Sitzheizung schön und gut, aber man will ja ein bisschen Temperierung im Fahrzeug haben. Und gerade, da hat mir einer geschrieben, dass er keinen Loaner bekommen hat, also keinen Ersatzwagen. Und dann hat er gesagt, okay, dann sagt mir einfach, wenn die Teile da sind, dann komme ich vorbei. Jetzt waren es minus 10 Grad, teilweise minus 12 Grad, da ist die Scheibe innen angefroren, da hat er von innen die Scheibe frei gekratzt. Also jetzt, nee, da fehlt es mir echt an Worten. Das müssten wir doch besser hinkriegen. Ich gehe mal kurz ins Auto rein. So. Wir gucken mal kurz, welchen Softwarestand ich habe, dass wir alle auch gleich reden. Wir haben den Softwarestand, wo sind wir denn jetzt? Immer das mit der Kamera hier, 44.25.1. Ich hatte gerade eine Info bekommen, dass ein neues Update verfügbar ist, nämlich die 44.25.3. Wurde auch wieder zurückgezogen, also es taucht nicht mehr auf, ist komplett weg. Wenn ich jetzt hier mal die Klimatisierung anmache, egal ob automatisch oder manuell, wir können auch auf Auto machen, dann mal vorne hingehe, dann hören wir so einen Summen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt auf der Kamera hört, aber das ist wie so ein hoher Ton, und der variiert manchmal zwischen sehr hoch, jetzt fängt er an, und sehr niedrig. Ich weiß absolut nicht, woran das liegt. Jetzt geht's los. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Kann man das einfangen hier? Und der geht mal ganz laut, da denkst du, jetzt geht's ab hier, explodiert die Karre, jetzt geht's richtig los hier. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, Leute, sagt mal in den Kommentaren. Und ich habe mit Tesla telefoniert. Und die haben halt gesagt, es könnte ein Software-Bug sein, der dann behoben wird mit dem nächsten Update, was ich schon fast gar nicht mehr glaube. Oder, ihr hört das ja, das hört sich nicht gesund an, das hatte ich noch nie. Und ich fahre jetzt schon ein paar Jahre Tesla. Oder es ist irgendeine Fehlfunktion im System, da müsste natürlich die ganze Wärmepumpeneinheit vertauscht werden mit einem AC-Kompressor und so weiter. Der Kollege in Berlin hat mir gesagt, dass ich mal versuchen sollte, einen Supercharger anzuwählen. Und dann wichtig ist, dass die Temperierung startet. Das bedeutet, wenn ich jetzt mal hier klicke und dann sage ich zum Beispiel mal Mücke ansteuern, Mücke ist der nächste bei mir, dann müsste der auch anfangen, oh, jetzt wird es noch lauter, hört das? Dann müsste der auch anfangen, die Batterie zu temperieren, und dann wird es wohl gehen. Ich habe das jetzt schon mehrfach probiert, klappt leider auch nicht. Aber dieses Geräusch vorne von Frank, wartet, ich mache den jetzt mal auf hier, das kann nicht gesund sein. Das kann absolut nicht gesund sein. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, das ist so ein ganz hoher Ton. Ah, ich habe noch mein Stativ hier drin, merke ich gerade. Aber wisst ihr, wie laut das ist? Die Schnalle muss hier ein bisschen draußen sein, nicht abreißen. Aber das ist viel zu laut. Irgendein mechanisches Teil scheint da nicht zu funktionieren in meinen Augen. Tesla, ich bitte euch, das echt zu machen. Viele Kinder darauf, viele Familien, die einfach jetzt in Urlaub fahren wollen und nicht können,
beziehungsweise es einfach nervig ist, wenn sie dann in kalten Autos sitzen müssen. Wir haben in Grünheide oben doch die Gigafactory, da müssten doch genug Ersatzteile da verfügbar sind. Dann verteilt die doch bitte auf die Service Center, dass es zack mal vorwärts geht. Ich weiß, ihr habt auch Stress da draußen, keine Frage. Aber das kann man doch schnell beheben, oder? Im Forum habe ich auch gelesen, dass der Umbau ungefähr 3 bis 4 Stunden dauert pro Fahrzeug. Grünheide sind viele Fahrzeuge betroffen und jetzt wo auch China, also meins ist ja aus China, ich habe ja kein Grünheide-Fahrzeug, aber da muss eine Lösung her. Wenn ich meine Frau ist Spanierin, was soll ich machen, wenn ich mit der dann zu meinen Eltern fahre, wir auf der Autobahn sind, bei 0 Grad, bei Minusgraden oder so, da reißt die mir den Kopf ab, da bin ich tot. Da reißt die mir echt den Kopf ab. Eine Spanierin, die Normaltemperaturen gewohnt ist, jenseits der 15 Grad. Also von daher wäre es echt cool, wenn wir eine Lösung finden würden und Tesla sich auch einfach mal äußert. Kommuniziert zu den Kunden, was müssen wir machen, wie gehen wir jetzt weiter vor und wie lange sind die Lieferzeiten vor allem, was müssen wir jetzt rechnen hier. Von daher wäre echt geil, ich halte euch auf dem Laufenden mit einer Lösung.